Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es wieder um einen ungelösten Cold Case aus dem Jahr 2004. Tattag war der 2. Juli 2004 und das Opfer der damals 25-jährige Arne Leif Konrad. Arne Leif Konrad wohnte in Burgwedel bei Hannover und war leidenschaftlicher Jäger. Er war gerne draußen und war auch sehr engagiert in der Jägerschaft. So führte er zum Beispiel die Aufsicht in einem Jagdgebiet von einem Bekannten. Er war gelernter Einzelhandelskaufmann, aber schon seit einiger Zeit arbeitslos. Durch seine Arbeitslosigkeit geriet er etwas in Geldsorgen. Er versuchte sich mit einer kleinen Hundeschule über Wasser zu halten, aber diese lief anscheinend nicht so gut, denn seine Geldsorgen besserten sich nicht wirklich. Die Einnahmen seiner Hundeschule deckten nicht die notwendigsten Ausgaben. Dies betraf unter anderem das Auto, welches er sich extra für die Hundeschule angeschafft hatte. Leider war zu diesem Zeitpunkt auch keine Besserung der Situation in Sicht. Für seine Hundeschule hatte er auch kein eigenes Büro, sondern führte die Firma in seiner 2-Zimmer-Wohnung. In der dazugehörigen Aktenzeichen XY-Sendung wurde er nicht gerade als kompromissbereiter Mensch dargestellt. Das heißt, er wurde so dargestellt, als wenn er direkt relativ aufbrausend war und Menschen mit ihren eventuellen Fehlern direkt anging. Eine Situation war da, dass ein Fahrzeug ein bisschen falsch geparkt hatte. Das heißt, er konnte seinen Wagen nicht dahinter stellen und er ist denjenigen direkt angegangen und zwar ziemlich aggressiv. Ob das tatsächlich so der Wahrheit entspricht, ist ja immer eine Frage. In den Medien oder in den anderen Printmedien war dazu nichts zu finden zu diesem Verhalten. Tja, und dieses Verhalten löste bei anderen Menschen dann schon mal Befremden aus. Viele Freunde soll er auch nicht gehabt haben, aber er hatte eine sehr gute Freundin. Und das war auch die Person, die er als einzige an sich heranließ und die soweit alles über ihn wusste. Am Freitag, dem 2. Juli 2004, trifft er sich mit ihr zum Abendessen in einem Restaurant in Isernhagen. Laut Aktenzeichen XY wurde bei diesem Essen dann besprochen, dass seine Freundin, also die Freundin besser gesagt, am nächsten Tag mit ihm zur Jagd geht. Im weiteren Gespräch teilte er ihr dann auch mit, dass er den Wagen verkaufen müsse, da seine Geldsorgen immer massiver werden und er sich den Wagen nicht mehr leisten kann. Gegen 21:30 Uhr fährt Arne die Freundin dann nach Hause. Für die Zeit danach möchte er noch ein bisschen auf Jagd gehen, so wie er es nennt. Gegen 22 Uhr bringt er dann zunächst noch seinen Hund nach Hause und fährt dann wieder los. Also, dass er um 21:30 Uhr seine Freundin nach Hause fährt, stammt aus Aktenzeichen XY, und dass er gegen 22 Uhr den Hund nach Hause bringt, stammt aus Printmedien. Hört sich für mich jetzt leider auch ein bisschen unlogisch an. Da müsste er praktisch um 21 oder müsste er praktisch seinen Hund mit zum Essen gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz, ich habe einfach mal beide Zeiten aufgeführt. Auf jeden Fall fährt er gegen 22 Uhr, nachdem er seinen Hund nach Hause gebracht hat, wieder alleine los. Und zwar zu den Rittlinger Teichen bei Hannover. Dies ist ein Naherholungsgebiet bei Hannover-Dörren. Tagsüber halten sich dort viele Spaziergänger, Schwimmer und Hundebesitzer auf. Abends trifft sich dort an verschiedenen Orten auch eine homosexuelle Szene. Hier ist auch Arne des Öfteren anzutreffen. Denn er selber ist homosexuell, hatte aber bisher nicht den Mut, sich zu outen. Die einzigen Personen, die darüber Bescheid wissen, sind seine Freundin, mit der er gerade essen war, und auch seine Eltern. Er verbringt an diesem Abend dort mehrere Stunden.
Zuletzt wieder hier gegen 23:45 Uhr alleine gesehen. Anscheinend immer noch auf der Suche, um mit jemandem etwas Spaß zu haben. Unklar ist weiterhin, ob er an diesem Abend jemanden näher kennengelernt hat. Offen bleibt auch die Frage, wann und wie Arne live von dort wegkam. Ob mit seinem PKW, ob alleine oder in Begleitung. Ebenso ist unklar, ob er mit seinem Wagen gefahren ist oder ob er eventuell in dem Fahrzeug eines anderen unterwegs war. Später in der Nacht gibt es dann ein letztes Zeichen von ihm. Sein Handy hat sich in der Nacht zum 3. Juli 2004 im Bereich der Ricklinger Teiche eingeloggt. Danach blieb es ausgeschaltet. Gegen 4:30 Uhr im ungefähr 60 Kilometer entfernten Boketeich kehrt ein Mann von einem Fest zurück und hört an diesem Boketeich einen Streit zwischen mehreren Personen. Er geht davon aus, dass es sich um einen Streit unter Betrunkenen handelt, die eventuell auch von diesem Fest gekommen sein könnten. Ich glaube, es handelte sich da um irgendein Volksfest, Sommerfest oder ähnliches, von dem der damalige Zeuge gekommen war. Und da er davon ausging, dass es sich um einen Streit zwischen Betrunkenen handelt, hat er sich dann halt auch nicht weiter darum gekümmert. Weiter geht es dann mit den Geschehnissen am 3. Juli. Gegen 10:45 Uhr hat eine Frau in Laatzen bei Hannover fast einen Verkehrsunfall, und zwar mit dem Fahrzeug von Arne. An einer Ampel kommen dann beide zum Stehen und sie kann sich dann das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren. So wird es auf jeden Fall bei Aktenzeichen Y dargestellt. Diese Information war in allen anderen Medien nicht zu finden. Da die Frau von dem Fassunfall etwas geschockt war, fährt sie nach dieser Situation zu einer Freundin, um diese zu besuchen und um dort ein bisschen herunterzukommen. Gegen Mittag machen die beiden Freundinnen dann einen Spaziergang. Und dieser Spaziergang führt dann auch in die Otto-Hahne-Straße. Und genau in dieser Straße sieht sie dann erneut das Auto, mit dem sie fast einen Unfall gehabt hat. Also das Fahrzeug von Arne. Der Fahrer hat das Auto dort geparkt und anscheinend möchte der Fahrer des Fahrzeugs dort jemanden besuchen. Denn sie sieht dort an der Tür jemanden, der klingelt und versucht in das Haus reinzukommen. Aber es öffnet ihm anscheinend niemand. Später bei der Polizei kann die Frau übrigens einwandfrei bestätigen, dass die Person im Fahrzeug nicht Arne war. Denn es hat wohl auch noch einen kleinen Disput an der Ampel gegeben, wo sie den Fahrer dann eindeutig sehen konnte. So wurde es auf jeden Fall bei Aktenzeichen Y dargestellt. Weiter geht es mit dem Fall am 6. Juli in Erlensee. Als die Polizei noch nach Arne und seinem Auto sucht, kommt ein Mann in ein Kfz-Pfandhaus und möchte sein Auto verpfänden und legt dabei den Ausweis von Arne vor. Als Grund, warum er den Wagen verpfänden möchte, erzählt er, dass er eine Hundeschule betreibe und diese nicht so gut laufe und er deswegen das Auto beleihen möchte. Er bekommt 4.000 Euro für das Fahrzeug. Danach verschwinden der Mann und sein Begleiter. Zuletzt wurden sie in einem Bus nach Hanau gesehen. Ich habe euch einmal die Phantombilder der beiden Männer dort eingefügt. Es gibt zwar ein Video über den Vorgang beim Pfandleiher, aber das Video war leider sehr schlecht, so dass man kaum etwas erkennen konnte. Es soll bei diesem Vorgang auch noch eine dritte Person zugegen gewesen sein, die eventuell noch mehr Informationen dazu geben konnte. Sie ist also keine tatrelevante Person, sondern nur eine Person, die Zeuge des Vorgangs war. Aber diese Person hat sich leider nie bei der Polizei gemeldet.
Am Freitag, den 9.7., finden Spaziergänger dann am Ufer des Boke-Teiches bei Bodenstein. Das ist eben der Teich, wo dementsprechend vorher in der Nacht der Festbesucher den Streit gehört hat, wo er davon ausging, dass es sich um Betrunkene handelt. Am Ufer des Boke-Teiches, der sich dann übrigens noch in der Nähe der Autobahn A7 befindet, die sterblichen Überreste von Arne. Er hat nachweislich mehrere Tage im Wasser gelegen. Die Polizei geht davon aus, dass er bereits in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2004 dort abgelegt wurde. Die gerichtsmedizinische Untersuchung in Hannover ergibt, dass Arne Leif Konrad durch äußere Gewalteinwirkung gegen den Hals verstorben ist. Ungeklärt ist, ob er bei der Ankunft am Boke-Teich noch lebte. In der Nacht zum 3. Juli 2004 trug der ca. 1,87 Meter große und 100 Kilo schwere Mann ein weißes Hemd und schwarze Jeans. So wurde er übrigens auch bei Aktenzeichen XY dargestellt. Als man ihn an dem Teich tot fand, fehlte jedoch sein rechter Schuh. In einer Großaktion wurde der Teich abgelassen und Meter für Meter nach Täterspuren und nach dem Schuh abgesucht. Dieser wurde auch gefunden. Jetzt kommen wir mal wieder zu der Darstellung bei Aktenzeichen XY. Und zwar begann der ganze Fall bei Aktenzeichen XY damit, dass ein Junge und sein Vater eben an diesem Boke-Teich spazieren gegangen sind und der Junge einen Schuh findet, mit seinem Vater drüber spricht, was es denn mit dem Schuh auf sich haben könnte. Der Vater dann sagt, ja, den wird wahrscheinlich jemand verloren haben, und der Sohn den Schuh dann ins Wasser wirft. Und ich glaube nicht, dass der Schuh auf diesem Weg jetzt zwingend ins Wasser gekommen ist. Klar könnte er so ins Wasser geworfen worden sein, aber ich denke mal eher, dass dieser Schuh dann bei der Ablage von Arne am Ufer ins Wasser gekommen ist. Also finde ich mal wieder ein bisschen unschön, dass es so dargestellt wurde, um vielleicht nur eine Story zu haben. Ansonsten hätte man ja eigentlich in den Medien nach dem Vater und dem Sohn suchen müssen, welcher dann diesen Schuh ins Wasser geworfen hat. Aber das könnte man ja eigentlich nur, wenn dementsprechend diese Personen schon bekannt sind. Und dann hätte man mit Sicherheit auch eine Fragestellung gehabt, wem dieser Schuh vorher vielleicht an dieser Stelle aufgefallen ist. Das nun mal wieder so am Rande. Weiterhin fehlen bis heute einige weitere persönliche Gegenstände von dem Opfer. Zum Beispiel eine Uhr der Marke Seiko Titan Kinetec mit der Seriennummer SKJ 084P1 mit Titan-Gliederarmband. Die Uhr seht ihr jetzt hier auch gerade eingeblendet, beziehungsweise die Zeichnung oder das Foto davon. Auf dem Uhrenboden ist die Nummer U20934 eingeprägt. Verschwunden ist auch eine blaue Weste des Opfers, ebenfalls jetzt gerade eingeblendet. Ein Unikat mit einem Werbeaufdruck für Arne Leif Konrads Hundeschule. Weiterhin sucht die Polizei nach dem Verbleib eines Fernglases Swarovski Habicht SLC 8x56 in grün. Auch davon seht ihr ein Foto eingeblendet. Von dem ebenfalls noch gesuchten Jagdrucksack und einem markanten Teppichrest, der sich im Auto des Opfers als Hundeplatz befand, habe ich leider keine Fotos vorliegen. So, das war's mit dem Fall. War auch so ein Fall, den ich schon immer im Hinterkopf hatte, und ich habe dann halt in den letzten Tagen nochmal geschaut, welche von den von mir bekannten Fällen vielleicht schon gelöst sind oder wo es neue Hinweise gibt.
In dem Fall gibt es keine neuen Hinweise, also ist auch schon seit fast 20 Jahren ungeklärt dieser Fall. Bemerkenswert finde ich in diesem Fall besonders hier einmal die Dreistigkeit der Täter, dass sie tatsächlich mit dem Fahrzeug des Opfers und dessen Personalausweis, der jetzt eigentlich ja auch verschwunden sein muss, was mir gerade eben so einfällt, zu einem Pfandleiher gehen und dort das Fahrzeug beleihen wollen. Das müssen also ja im Prinzip schon Täter sein, die sowas schon mal gemacht haben, um es mal sanft auszudrücken. Weil wenn so etwas vielleicht, sage ich mal, in einem Streit passiert ist, wo Anne dann getötet wurde und man es im Prinzip vielleicht gar nicht so wollte, eine Tat im Affekt oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, komm, die sterblichen Überreste müssen weg, der Wagen muss irgendwie weg, aber dann versuchen wir den halt nicht noch beim Pfandleiher unterzubringen, auch wenn es weit weg ist, und dann daraus Geld zu machen. Also das müssen schon Täter sein, die dementsprechend sowas öfter gemacht haben. Und es ist natürlich mal wieder eine Tat, die an so einem Cruiserplatz stattgefunden hat. Um es nochmal ganz kurz zu erklären, also es gibt überall in der Bundesrepublik oder besser gesagt in Deutschland sogenannte Cruiserplätze. Das sind Plätze, wo sich tagsüber oder auch nachts dann halt Männer, die das gleiche Geschlecht lieben, treffen, um dort jemanden zu finden, mit dem sie eventuell auch direkt dort vor Ort zusammen Spaß haben zu können. Dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht, und zwar war das der Fall des Karl-Heinz Rathmiller. Der war auch auf einem Cruising-Parkplatz und ist dann da dementsprechend getötet worden. Also bei dem Fall des Karl-Heinz Rathmiller bin ich ziemlich sicher, dass es sich damals um eine Person handelt, die bewusst auf dem Platz war und versucht hat, ein Opfer zu finden, um es auszureiben und gegebenenfalls halt dann auch zu töten. Und beim Live Arne, also entweder ist er tatsächlich auch an so eine Person geraten, aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass aufgrund der vorherigen Beschreibung bei Aktenzeichen Y von ihm, dass er halt seine Meinung sehr schnell und sehr deutlich sagt, also sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dass er da vielleicht mit jemandem sehr schnell aneinander geraten ist. Es kann natürlich auch jemand sein, der halt relativ spät, oder es können auch Leute sein, die relativ spät mal auf diesen Cruising-Parkplatz gekommen sind, einfach mal gucken wollten, was denn dort so abgeht, und dann vielleicht irgendwelche Sachen von sich gegeben haben und er sich dadurch beleidigt fühlte, aufbrausend wurde und dass es dann vielleicht zu der Tat gekommen ist. Aber wie schon gesagt, es müssten Täter sein, die gerade sowas schon mal gemacht haben, weil ansonsten bringst du so einen Wagen nicht zum Pfandleiher. Ja? Das sieht schon fast irgendwie aus, als wenn es auch als bewusst war. Vielleicht wollten sie ihm auch den Wagen rauben. Leider alles im Dunkeln, nur reine Spekulation, die ich in dem Fall dann betreiben kann. Gut, das soll es dann jetzt erst einmal zu diesem Fall gewesen sein. Also mehr Informationen konnte ich zu dem Fall nicht bekommen. Ist ja wie immer so mit den etwas älteren Fällen, die so 20 Jahre und älter sind, dass man kaum noch Zeitungsartikel oder ähnliches dazu findet. Und wenn, dann meist noch irgendwo interessante Zeitungsartikel es gibt, was heißt, es wird einem irgendwo der Link gezeigt, dass es dazu einen Artikel gibt. Dann ist der Artikel aber leider dann auch schon wieder irgendwie gelöscht worden von den Zeitungen. Was ich eigentlich immer sehr schade finde. Es wäre eigentlich super, wenn es irgendwo so eine Art Datei geben würde oder ein Forum oder wie auch immer, wo solche alten Zeitungsartikel dann gesammelt werden zu Straftaten. Weil da kann man immer nochmal nachlesen und vielleicht würde dies bei dem einen oder anderen Fall tatsächlich nochmal weiterhelfen. Vor allen Dingen würde es Leuten wie uns oder wie mir besser gesagt dann sehr helfen bei der Recherche, wenn man einen alten Fall, der ungelöst ist, nochmal bekannt machen will. Okay, dann sage ich jetzt erst einmal für heute Tschüss. Passt auf euch auf und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!